So, willkommen zurück zum dritten Part von Dinge über TOTK, die wir noch nicht wussten, von GameSpot. Like aus Prinzip natürlich schon wieder da, ihr kennt den Scheiß und ab. Rein da. Round 3 of more things you didn't know in Tears of the Kingdom. We're diving into secrets about the map of Hyrule, hidden armor properties, Ich darf wieder nicht tricks with hingucken, the sonst spoilere ich mich. Longblade, and much, much more. Ich So bin if you're gespannt, still bin gespannt. learning new things from this series, just let us know what you like. Let's go. Let's go. Zonai weapons have a special ability to increase base damage when a Zonai item Ja. is fused. Plus 10 jedes Mal, das weiß ich aber schon. This includes many obvious things, such as every construct horn, Zonai devices, Lux construct cores and Ja. blocks, but also even Ruin Rubble sets this effect off as well. Oh, das sind diese Dinger, die vom Himmel gefallen sind. Okay. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Very specific Lizalfos in Tears of the Kingdom may have something weird happen to them. Some will switch elements entirely. This Was? is because some Lizalfos have special day and night cycles. During the day, they become Flame Lizalfos, and at night, they switch to Ice Lizalfos. In case you're wondering, no, it's not the same one switching elements, it's actually two different ones, with one taking the Okay. graveyard shift. Most Okay, also es sind nicht dieselben, okay. Also aber quasi die tauschen nur quasi. Aber trotzdem weird. players by now have explored down a chasm in Hyrule and found themselves in the depths. The depths is pretty interesting though, because it is a mirror of the surface of Hyrule in more ways than one. Ja. Not only are the shrines and light routes connected top to bottom, the chasm itself is topographically mirrored as well, meaning flat deserts Ja. are flat down below. Ja, flat das weiß man. mountainous regions Das weiß ich ja above inzwischen. become massive canyons below to mirror the lands above. These also Das weiß man ja include inzwischen. a bunch of special locations and key points, such as Zelda's memorials above Ghost Soldier clusters. Oh, das ist cool. Aber wo ist das? Also, ja, irgendwie Zeldas Gedenkstätte, nicht Gedenkstätte. Was ist das denn? Also, das ist aber cool. Lionel's located below horse Ja. stables, the Bloopy Burrow below Satori Mountain, Moment, was? Bloopy, was? and the inverted ponds below Lover's Pond. Oh, die sind sogar gespiegelt, wie geil. Honest, Oh, nee, gespiegelt sind sie nicht. Das ist einfach nur falsch dargestellt. Aber die sind, also da ist halt Land, ja. Weil überall, wo Wasser ist, ist wie gesagt Land. Und umgekehrt halt auch. there's dozens more to list. Also, the names of connected light routes and shrines are Umgekehrt, mirrors ja. of each other. On the same topic of Ja, shrine weiß man. names, what was harder to figure out is the origin of the names themselves. As some might know from Breath of the Wild, Hyrule is roughly based on the map of Kyoto, but Was? Oh. Das wusste ich nicht. if you layered the map of Tears of the Kingdom surface on top of Kyoto, many of these shrines are named after real key locations that are close to them on the map. These names are then anagrammed, such as Sagi no Mori Shrine, which moved around is Mogisari Shrine. Okay, das ist krass. Yamanobuchi Station is Maya-Chin Shrine. Hatakihara Temple Ruins is Karahatag Shrine. Okay, das ist krass, There Digga, are so was? many more examples. So if you want to check them out for yourself, I'll link Warum macht das niemand über fucking Frankfurt oder so? Das wäre voll lustig. the map in the description. When exploring the overworld, you can change the map level, unpause, then have that level saved. Das mache ich sogar manchmal. Mache ich manchmal, dass ich quasi die normale Map aktiviert habe im Untergrund, damit ich weiß, wo ich im Untergrund mich zu bewegen habe und alles, ne? Weil ich die normale Map schon freigeschaltet habe. Das wusste ich. To your minimap, so then you can see your position in reference to other layers of the map. Did you know that only in low gravity areas, bullet time shots take much less stamina? Digga, das kostet ja gar keine Ausdauer einfach. Warum? Hä? Wo ist die Logik dahinter? Also, ergibt das irgendwo Sinn? Keine Ahnung. Not only can Gleeok fireballs be parried and reflected, but Okay, das wusste ich nicht, zum Beispiel, dass man es parieren kann, aber ich weiß, dass man es mit einem Sprungfederschild zurückbouncen kann. they can also be sent back with spring-fused shields Ja. as well. Much easier. Genau. Das ist cool. Alright, now let's talk about Aber es geht nur bei Frostkriok und Flammenkriok. multiple basic and advanced tricks you can pull off with wind cleavers. I mean, eightfold long blades. Da habe ich auch was von gehört schon mal, aber ich habe es noch nicht getestet bisher. Aber werden wir sehen. Sorry. Fusing elemental blades of any kind, such as dragon horns, Lizalfos horns, or even Keith's wings, will change the wind Oh, blade wow, das ist geil. Hä? projectile to that element type. Das ist ja voll, das ist voll heftig. Einfach so ein Eisblitz werfen. Junge, wie krass. Also jump attack with these blades to create a vertical Digga. slash instead of a normal horizontal. Das ist voll stark. While many fused materials don't really do anything special with these blades, one surprisingly does. Muddle buds. When fused, the wind blade projectile actually creates the muddling effect and can be used over and over, as long as you don't directly touch the enemy.
Okay, das ist stark. Kann man eigentlich, das frage ich mich auch bis heute noch, kann man das Zanchi Langschwert, was man für diese eine Jäger-Quest bekommt, aus dem Untergrund quasi, dieses eine cleane, von Miasma befreite Zanchi Langschwert, kann man das restoren oder hat man das so ein einziges Mal? Weil ich wüsste nicht wo. Man kriegt's ja durch eine Quest im Prinzip und nicht aus dem Untergrund. Trick you can pull off is simply fusing a rocket to an 8-fold long blade, then performing a spin attack. Since these blades aren't supposed to really spin attack, it will create multiple wind slashes. Okay, es ist ein Bug. Ich wollte gerade sagen, so, weil die Rakete quasi sich aus irgendeinem Grund einlöst, so, warum auch immer. Since okay, these das ist ein blades Bug. aren't supposed to really spin attack, it will create multiple wind slashes in a circle as long as you have the stamina for it. Das ist wild. A true whirlwind. Das ist super schwer, den Gegner damit zu treffen. Das ist halt mega random so, ne? There's an effect on certain materials which give weapons the bouncy effect, letting Link launch enemies into oblivion. But the interesting thing about this effect is the name of the effect in the game's files, which is called Pow Hammer, also known as Pikohan. It refers to the red squeaky toy hammers, which I think they should have added the sound effect as well. If you remember So from geil. Breath of the Wild, King Rome's grave sits on top of Mount Hylia. Da ist irgendwas jetzt. Ich war doch schon da. Ich war im Part, wo ich das Plateau gespielt habe, war ich da, glaube This ich. was confirmed in the book Creating a Champion. But in Tears of the Kingdom, they also placed his sword next to the grave, Ja, which they wusste ich. decided to be the Royal Claymore, since this was his weapon of choice from another game, Age of Calamity. Some Das ist geil, das ist echt players geil. remember this crazy flower lady, aka Flower Blight Ganon. In the Flower sequel, Blight. she's seen trying to rebuild her garden, and as usual, gets angry when her flowers are hurt. This time, though, she does appreciate when you water her flowers. Was? Also specifically doesn't appreciate it when you water her flowers as it's raining. Das ist wieder sowas, ne? Junge, sie freut sich einfach, wenn man die Blumen gießt, aber nicht, wenn es regnet, weil dann ist es ja unnötig so. Ja, du übertreibst es so. Junge, wie krass ist das schon wieder? Aber sie tötet einen diesmal nicht, ne? Sie greift einen, glaube ich, nicht an, wenn man die Blumen kaputt macht. As she says they're drowning instead. So damn picky. Here's a couple niche secrets about some select armor pieces in the game. Both the Tunic of Memories and the Champion's Leathers have an unlisted passive which allows Link to use the Master Sword beam without being at full health. If players remember from Breath Das wusste ich aber, dass man Master Sword Beams schießen kann, wenn man nicht volle Leben hat. So. Das geht, aber anscheinend geht es bei beiden Reckengewändern. Was ich scheiße finde, weil ich würde gerne die Reckengewänder immer noch als Fähigkeit nutzen, dass man quasi die HP der Gegner sieht. Ich finde es voll scheiße, dass man die Lebensanzeige nicht mehr hat. of the Wild, if you kick a treasure chest without shoes on, Link will hold his feet in pain. Well, two lower pieces of armor. Aha, wer hat das rausgefunden? Ich habe das rausgefunden. Und zwar im Part, als wir die Donnergroll-Inseln gemacht haben, weil ich da dieses Gewitter-Outfit getragen hatte und da ist mir das auch aufgefallen und ich bin voll drauf eingegangen, wie so ein Fanboy, der so, ja, guck mal hier. Dass Link sich auch den Fuß anstößt, weil er bei der Rüstung keine Schuhe trägt. The Charged Trousers and the Mystic Trousers. There's other open-toed shoes that Ja. don't do the same though, so it's not very consistent. Ja, aber das ist doch ein Schuh. Das ist doch okay, da ist da eine Sohle dran. Das finde ich okay. The Froggy set from the Lucky Clover Gazette has Er ist auch grün gefärbt. Was ein Macher. a strange unlisted property you likely never knew. Besides its main slip-resistant passive to help Das ist so keep geil. Link from sliding while climbing, the hidden passive is that you can stay wet for longer. This can keep hot deserts or burning mountain air at bay for a longer period of time. Warum, aber? Here's an easy, fun trick you can try out. If you come across a tall waterfall, try lining yourself up in front of it. Then do a jump attack with a freezing weapon down Das the ist geil, ey. waterfall. You'll get a cool ice shard shower. Junge, was zur Hölle? Many new players geil. may have had this problem with floating platforms. Fusing a rocket motor to the bottom will have the rocket motor fizzle out, while other times What? it just works fine. That's because rockets need room to breathe. And this crisscross material here is called mesh lattices, which have a special property. They allow special effects to pass through the lattice while still blocking physical objects. The Was zur developer Hölle? created a musical secret with Zone Ice. Ja, das kenne ich. Das gibt so. Wie heißt es? Das gibt so, wie heißt es? So Glockenspiel-Sounds oder so. Das ist wie so ein. Wie heißt denn dieses Dreieck-Ding? Wie heißt denn dieses Dreieck, was man spielt? Triangel, so Triangel-Sounds. Stakes. Depending on how deep the stake is in the ground, this Kann man will Musik change mitmachen. its pitch. And if you have the patience, you can make your own song. They actually added even more That's geil. depth to it by getting deeper pitches, depending on how many stakes are attached together, with so a geil. max of 4 for the deepest pitch. They didn't have So to do krass this, einfach. but they did. Die
Did you know that So there's geil a einfach. secret covered up hole at the Rito Village chasm? This area is covered Ja. by tiles, and if you clip Achso, was? below, you can find the hidden chasm. Weird thing is, there's a single puff shroom down here as well. What? Here's a couple gameplay Okay, das ist tips strange. to get you extra distance while paragliding. If you dive with the wingsuit, press B, then paraglide, you'll get a nice boost of horizontal speed and travel further. Also, geil. while using Tulin, a technique called Tulin pumping can get you some extra distance. Das mache ich immer. Switching between X and B while getting Aber ich bin nicht sicher, ob ich es richtig mache, ehrlich gesagt. Das ist so ein Gefühlsding, aber ich mache es immer, ja. boosted by Tulin, you can get much Strange. better distance results. Did you know that you can use water globules to easily take down any enemies by drowning them inside? Ja, aber gibt halt nur diese eine Location dafür, ne? Have you tried fusing Hudson's cutout to your shield? Habe ich vorhin gemacht. You can get Oh, nein. Digga. Oh, wie geil. Wie geil. Nein, ich habe es an meine Waffe dran gemacht. Aber am Schild denken die echt dann, man ist quasi Dumpster. a ton of interesting responses from a variety of NPCs President Hudson. by showing them your fancy shield. We got the same hair. Junge, wie geil ist das schon wieder, bitte? Cloyne, the gambling guy in Lurelin Village, loves his roasted porgies. Yourself, or pick up from right down the beach for some extra free prizes. If you try to sell Cece's hat back to her, she'll actually reluctantly take it back. Or if you change your mind, she'll be relieved instead. For the final facts, we're gonna show some secrets about Gloomhands and Ganondorf's past. So, Okay. spoiler warning here. Auf geht's. When up against Gloomhands, an eerie red sky appears over Hyrule. Well, this is actually a special Oh mein Gott, was hat er gemacht? against Gloom. Ah, wie smart. Digga, einfach voll reinspringen. Das sieht voll stylisch aus. Einfach mit einer Donnerblume reinspringen. An eerie red sky Wie cool. appears over Hyrule. Guck mal, wie geil. Well, this is Voll viel Schaden gemacht und auch noch einen geilen Sprung hingelegt. actually a special type of nighttime, and certain items will glow in the dark, such as Silent Princess, Luminous Stones, Nightshade, and more. Did you Das ist know that sexy. you can also Flurry Rush Gloomhands? Ja, das habe ich schon gesehen. Ich habe schon ein Video gesehen, wie man quasi, wie jemand innerhalb kürzester Zeit ohne Pfeile, also ohne Pfeile und Bogen, die Gloomhands und danach Phantom Ganon besiegt hat, ohne Gegendamage. So heftig. When defeating Phantom Ganon after the Gloomhands, dark clumps are dropped along with some Ja, was hat er da bitte angegriffen? Was zur Hölle war das? Achso, da ist irgendwie ein Leuensäbelhorn oder so eine Scheiße dran, ne? Ach du Kacke. gloom weapons. Was These zur gloom Hölle? weapons, if you look closely, have some secret text inscribed, which Oh, is not das ist Gerudo-Sprache, ne? Ja, logischerweise. Gerudo text. It's actually highly stylized Japanese katakana of Oh. the name Kotake and Koume, the two elemental witches from What? Wie geil. Ocarina of Time, whose names are also featured on Ganondorf's sword in The Wind Waker. The Was? thing is, you Wie actually krass. see them in several cutscenes in Tears of the Kingdom behind Ganondorf. Kotake with a sapphire on her forehead, Digga, was? Die sind einfach in dem Spiel drin? Was zur Hölle? and Koume with a ruby on her forehead. And Ich erkenne es nicht mal richtig. Ja, also minimal, aber ja, offensichtlich ist es beabsichtigt. Das ist krass. their sashes also mirror their headband from Ocarina of Time. Junge. While we barely got to see them, we can only hope that in some future DLC, we can see their story fleshed out. Das wäre sick. There you go. More interesting things in Ey, so ein gutes Video schon wieder, ne? Ich liebe diese Reihe einfach. Way to go. Let us know your favorite fact you learned. Das ist so krass einfach. Ey, Big Props an GameSpot wieder an der Stelle. Link in die Beschreibung und hier in den Chat. Dankeschön.